Berufsfeldorientierung PR. Zunächst mal allgemein, was ist denn das Ziel der Berufsfeldorientierung PR und worum geht es so im Groben? Ich glaube, in erster Linie geht es wie bei allen Berufsfeldorientierungen darum, den Teilnehmenden berufsfeldrelevante Einblicke zu ermöglichen. Hier in diesem Fall in die strategische Kommunikationsplanung. Dabei folgt unser Konzept der Strategie, dass quasi nicht nur theoretische Eindrücke ermöglicht werden, wie man es oft aus anderen Kursen kennt. Also wir gehen nicht nur die PR-Theorie durch und dann stellen Best-Case-Kampagnen vor oder ähnliches, sondern wir vermitteln eben sowohl die Theorie als auch die Praxis dann im Sommersemester mit einem realen Auftraggeber. Da haben wir eben das Glück, dass wir mit der Agentur PetPR zusammenarbeiten dürfen und realen Auftraggebern mit einem realen Auftrag, und dieser Auftrag mündet dann idealerweise eben in einem Pitch, wo die Studierenden ihre Kommunikationskonzepte gegeneinander antreten lassen können. Okay, jetzt haben Sie ja angesprochen, dass das Ganze auch auf einer praktischen Ebene laufen soll. Wie genau muss man sich das denn vorstellen? Also was ist das, was die Studierenden genau machen müssen und was wird versucht, den Studierenden beizubringen? Was sind die Fähigkeiten, die sie am Ende vom Kurs erlernt haben sollten? So, das Seminar teilt sich auf in Winter- und Sommersemester. Das heißt, im Wintersemester erlernen die Studierenden sozusagen das ganze theoretische Wissen, was sie benötigen, um PR-Konzepte für verschiedene Arten von Aufträgen zu entwickeln. Sie lernen also die Instrumente kennen, die sie da verwenden können, die Methoden, mit denen sie arbeiten müssen. Und das Ganze ist erstmal theoretisch und anhand von Beispielen wird es denen näher gebracht. Und im Sommersemester sollen sie das ganze Wissen dann anwenden, indem sie eben zwei reale Auftraggeber, also das können lokale Unternehmen hier aus der Region sein oder auch Institutionen, Einrichtungen, die dann mit Aufträgen zu uns kommen, und die Studierenden bilden dann sozusagen PR-Nachwuchsagenturen, in denen sie dann gegeneinander antreten und für den Auftraggeber jeweils ein Konzept erarbeiten während des Sommersemesters. Und in diesem Sommersemester ist es dann so, dass sie wirklich sehr in ihren Gruppen arbeiten und wir eher Konsultationen mit den individuellen Gruppen haben, dann unterstützen und bei der Konzeptionsarbeit Tipps geben. Und dabei werden wir von Frau Pett unterstützt. Und sie hilft dann den Studierenden auch mit, indem sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und ihnen Tipps gibt aus dem Berufsleben, aus ihrer eigenen PR-Praxis. Und so hilfreicher sozusagen, dass man dann nicht nur uns Dozentinnen an der Seite hat. Und wie groß sind dabei die Gruppen und wie läuft so ein bisschen die Auswahl von den Studierenden aus, um was sie sich da jetzt genau kümmern oder welches Projekt sie sich, ja, für was sie sich entscheiden? Also die zwei Auftraggeber werden von unserer Praxispartnerin Frau Pett akquiriert. Das heißt, die Vorauswahl wird schon vorher getroffen. Das sind eigentlich fast zwei. Und wir haben meistens so zwischen, ich sag mal, 26 bis 36 Teilnehmer und Teilnehmer gehabt bisher. Das heißt, die Gruppen sind meistens so 4 bis 6 Teilnehmer. Und dann treten in der Regel ungefähr 3 Gruppen gegeneinander an pro Auftrag. Die Gruppen werden in der Regel zugelost. Das heißt, wir wollen damit auch so ein bisschen widerspiegeln, dass auch in der Realität man sich ja oft nicht unbedingt aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet oder für wen man jetzt arbeitet, also für welchen Auftraggeber man jetzt einen Auftrag gerade bearbeiten muss. Das ist dann deswegen alles ein bisschen dem Zufall überlassen, dass es ein bisschen realistischer ist und dann noch ein bisschen auch dieser realistische Druck mit dabei ist. Das heißt, sie haben ein echtes Budget, was sie vorgegeben bekommen. Sie haben Zeitdruck, sie haben die echten Erwartungen von den Auftraggebern, die tatsächlich gerade ein Kommunikationsproblem haben in ihrem Unternehmen und eine Lösung dafür brauchen. Okay, dann würde ich vielleicht gerne nochmal auf die konkreten Inhalte ja, eingehen. Also ich stelle mir da jetzt viel unter sowas wie Konzeption und dann Durchführung und vielleicht Evaluation hinterher vor. Wie genau oder was genau wird denn jetzt getan, um eben die PR-Arbeit umzusetzen? Im Wesentlichen sollen die Studierenden, wie Frau Fey schon gesagt hat, quasi im Wintersemester theoretisch, im Sommersemester dann praktisch die wesentlichen Schritte eines Kommunikationskonzeptes durchlaufen. Das startet bei einem Briefing durch den Auftraggeber bzw. die Nacharbeit dieses Briefings, dann die Recherche, um den Auftrag quasi zu erarbeiten, sich nochmal. Es gibt dann meistens nochmal ein Rebriefing, wo die Studierenden dann ihre Fragen nach der Recherche nochmal stellen können. Dann dürfen die Studierenden eine Situationsanalyse machen. Das heißt, sie versuchen herauszufinden, wer ist unsere Zielgruppe, wie ticken die, welches Wissen brauchen wir über unsere Zielgruppe. Im Rahmen dessen werden auch oft kleinere Studien dann durchgeführt, also wo auch wirklich auch methodisches Wissen gefragt ist und Auswertungswissen gefragt ist.
Dann werden Ziele formuliert, eine Leitidee, Botschaften, die man später quasi in Maßnahmen verpacken kann. Die Maßnahmen werden konzipiert, mit dem Budget verglichen, was wollen wir machen, was sind unsere kreativen Ideen, was können wir am Ende tatsächlich machen und auch umsetzen, was passt auf den Auftraggeber oder was passt zum Auftraggeber. Und dann haben Sie auch richtig gesagt, Evaluation ist ein Riesenthema. Das heißt, wie kann man dem Auftraggeber am Ende auch vorschlagen, dieses Kommunikationskonzept quasi zu überprüfen, ob das funktioniert hat, ob man die Zielgruppe wirklich erreichen konnte. Und dann geht es natürlich auch noch am Ende um die Präsentation im Rahmen des Pitches. Das heißt, die Studierenden lernen eben auch nochmal, oder ein Inhalt ist eben auch einfach, wie präsentiere ich meine Ideen gut, wie schaffe ich das in kurzer Zeit prägnant, den Auftraggeber von mir zu überzeugen. Das sind so die wesentlichen Inhalte, die von der Seite des Kommunikationskonzeptes kommen. Aber natürlich vermittelt das Seminar auch, einfach in Gruppenarbeit zu funktionieren, und zwar unter Druck, unter Zeitdruck, quasi in diesem einen Semester. Man hat 3 Monate Zeit, muss sich quasi das Konzept ausdenken. Das Ganze ist relativ auf fokussiertes Arbeiten konzentriert. Die müssen Teamwork lernen, die müssen lernen, sich Aufgaben aufzuteilen, sinnig, und eben auch mit dem Auftraggeber irgendwann selbstständig zwischendurch zu kommunizieren oder auch mit Frau Pett selbstständig zu kommunizieren. Es ist also auch so ein bisschen Soft-Skill-Vermittlung im weitesten Sinne. Okay, jetzt haben Sie ja schon angesprochen, ein paar Dinge, die ja gekonnt werden müssen, also Stichworte Teamwork, Kommunikation und sowas. Was sind denn vielleicht noch so Vorkenntnisse oder Kompetenzen, die man haben sollte, wenn man jetzt den Kurs besuchen möchte? Also Vorkenntnisse setzen wir jetzt nicht voraus, da wir ja wirklich von Anfang an mit den Grundlagen loslegen. Natürlich ist es hilfreich, wenn die Studierenden sich schon für PR ein bisschen interessieren, irgendwie eine grobe Vorstellung haben und auch einfach ja, Lust haben, kreativ zu arbeiten, mit Texten zu arbeiten, Texte zu schreiben, mit Social Media zu arbeiten und all solche Sachen, die eben so ein bisschen in die Richtung der strategischen Kommunikation gehen. Also wenn man da Lust drauf hat, vielleicht sich schon ein bisschen ausprobiert hat und dann einfach herausfinden möchte, ob das auch beruflich das Richtige ist. Okay, und dann vielleicht noch zur letzten und ganz wichtigen Frage. Was ist jetzt der Grund, warum man sich genau für diese Berufsfeldorientierung unterscheiden sollte? Also was macht den Kurs so besonders? Naja, also ich glaube, man bekommt in diesem Kurs quasi 2 Sachen auf einmal geboten. Man studiert und man sammelt aber auch praktische Erfahrungen gleichzeitig, und vor allem knüpft man schon Kontakte und bringt Referenzen mit. Das heißt, diejenigen, die unseren Kurs durchlaufen und denen das vielleicht Spaß gemacht hat, die wissen am Ende, okay, ich kenne die Theorie, es hat mir Spaß gemacht, und ich habe auch noch eine Referenz, die ich in meinem Lebenslauf anbringen kann. Ich habe schon mal mit einem realen Auftraggeber zusammengearbeitet. Nicht selten springen da auch Praktika im Nachhinein raus. Also man kann eine Menge mitnehmen in einem Kurs quasi. Ja, was ich noch sagen würde, ist, das Schöne an der Berufsfeldorientierung ist eigentlich, dass alle Beteiligten was daraus mitnehmen können. Das heißt, natürlich, wie gerade schon gesagt wurde, die Studierenden haben die Möglichkeit, da Praxiserfahrung zu sammeln, die auszuprobieren und zu schauen, ist das was für mich. Aber auch die Auftraggeber nehmen daraus natürlich ganz viel mit. Für kleines Geld, sage ich mal, bekommen sie 3 Konzepte mindestens, die sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Ansätze bringen, unterschiedliche Ideen, und aus denen können sie dann ja auch kombiniert für sich die Strategie rausnehmen, die ihnen am meisten zusagt oder am besten passt. Und im Endeffekt haben auch die Studierenden was davon, denn vielleicht sehen sie dann irgendwann in Zukunft ja, Plakate, die sie selbst entworfen haben, irgendwo hängen, oder ein Videoclip, der auf dem eigenen Storyboard basiert oder sowas in der Art. Also da gehen alle, denke ich, mit einer positiven Erfahrung raus. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass das wirklich nicht, auch für die Auftraggeber, nicht einfach nur so eine Spielerei im Sinne von, ich mache mal was für die Uni ist, sondern dass viele tatsächlich wirklich da rausgehen mit neuen Ideen und auch wirklich was mitnehmen. Das hatten wir in der Vergangenheit relativ oft. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen.